Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit Patch Notes endlich, einem neuen Wochenend-Event und den neuen Skins im Cash Shop, auf die ich kurz eingehen will. 2025 Thanksgiving Event, Speed Set. Ja, was soll man sagen? Ich bin einfach persönlich kein Fan von diesen Tier-Themed Sets, weil ich persönlich der Meinung bin, wir haben schon viel zu viele davon. Es gibt Sachen, da haben wir literally keins oder maximal 1 Sets zu gewissen Themen, die wesentlich cooler sind als freaking Truthähne, Mann. Wir haben genug Truthahn-Sets. Ein Truthahn-Set reicht. Niemand will 2 Truthahn-Sets und jetzt haben wir schon 3 oder so. I don't understand, man. Und ja, das einzige Coole an dem Set ist tatsächlich die Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob die komplett separat ist. Das ist ja gerade erst rausgekommen. Wenn ja, dann wäre allein die Sonnenbrille irgendwie ein Verkaufsargument dafür, weil es diese cool Pixel Art Sunglass ist, die man ja in sämtlichen Memes und so auch weiter sieht. Also es ist schon ganz nice, aber ansonsten jetzt, ja, auf jeden Fall kein wirklich besonderes Set. Die Pickup-Pads sind ganz lustig, aber ganz ehrlich, Pickup-Pads sind so ein bisschen fad geworden. Es gibt einfach viel zu viele und man kann nur eins benutzen. Niemand braucht 2 Pads gefühlt. Also ich weiß nicht, Pickup-Pads sind irgendwie sehr abgedroschen seit Flive Universe. Gefühlt jeden Monat mindestens ein neues rausbringt. Ja, keine Ahnung. Dann Candy Cane Set ist zurück im Cash Shop und die Snowman Weapon Skins. Und am Wochenende haben wir ein Enhanced Upgrade Accessories Set. Startet Freitag 0 Uhr, 5. Dezember und geht bis Sonntag 23:59, 7. Dezember. Da muss ich aber auch dazu sagen, naja, passt halt irgendwie jetzt auch überhaupt nicht. Also ich denke, die meisten Leute hätten sich jetzt einen Drop oder ein Upgrade, eben kein Upgrade-Event, ein Drop oder ein XP-Event gewünscht, weil, ja, Upgrade-Event, keine Ahnung. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass sehr viele Leute gerade wirklich am Upgraden sind. Sicherlich ein paar, keine Frage. Aber es war jetzt zuerst das 50% Upgrade-Event, wo wahrscheinlich gefühlt die meisten Spieler fast alle ihre Bestände weggecraftet haben. Und jetzt von dem neuen Content ist ja einfach auch noch nicht wirklich viel gedroppt. Ich meine, gut, okay, Accessory gibt ja keinen neuen Schmuck sozusagen. Aber eben deswegen glaube ich jetzt nicht, dass jemand da... Also sicherlich gibt es jemanden, aber die breite Masse der Leute wird jetzt halt nicht Schmuck upgraden. Das wird einfach nicht so sein, vermute ich persönlich mal. Deswegen, ja, von meiner Seite her irgendwie komisches Timing. Also das Event hätte man in 3 oder 4 Wochen vielleicht auch noch machen können. Und dafür jetzt XP- und Drop-Events, um halt den neuen Content noch weiter zu pushen. Ja, und dann die Patch Notes sind relativ ausführlich. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Eine Woche Wartezeit dafür. Also ich bin der Meinung, genau den Patch hätte man locker schon am Montag bringen können, weil da jetzt wirklich eigentlich nichts drin ist, was super aufwendig erscheint zumindest. Ja. Das sage ich natürlich bescheiden, oder was heißt bescheiden? Naiv wie ich bin, weil ich keine Ahnung habe. Ja. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das jetzt die Kernprobleme oder das, was worüber sich die Leute so am meisten aufregen, sage ich mal, seitdem das Update released wurde, halt wirklich überhaupt nicht attackiert. Also klar sind hier Bugfixes drin und klar haben sich Leute über gewisse Dinge davon natürlich beschwert, keine Frage. Aber es sind jetzt wirklich halt in meinen Augen nicht die Kernprobleme, was die Leute am meisten triggert momentan. Und ja. Aber können wir noch ausführlich darüber diskutieren, sage ich mal. Also werden wir sowieso machen. Aber ja, ich werde euch so ein bisschen die Highlights, also ich werde es in so ein bisschen Schnelldurchlauf machen, weil sonst wird es ein bisschen Fad. Das erste ist, manche Texturen waren einfach biased, wie zum Beispiel der Polarbär-Kopf, Asmodan-Kopf, Ankos Angriffe zum Teil, ja, wurde gefixt. Die NPC-Icons auf der Eilun-Map waren teilweise falsch. Der Personal Clock-Bonus, Probability-Bonus hat nicht wirklich funktioniert von dem Personal Housing-NPC. Die Beschreibung des Items Scroll of Increased Jewish Synthesis war falsch. Dann konnte man gewisse Quest-Items nach der Third Job Change nicht mehr bekommen, also manche Quests quasi nicht mehr abschließen. Es gab ein Problem, wo sich manche Leute nicht mehr einloggen konnten, wenn sie in dem Quest-Dungeon Hunt the Mole disconnected sind. Blinkpool konnte man nicht auf der Kailun-themed Guild Siege Map benutzen. Die Captions von Dragnir Forest und Dragnir Ridge waren irgendwie falsch. Amplification ES 190 wurde als ES 180 angezeigt statt 190. Dann manche Skillbeschreibungen anscheinend falsch oder nicht zutreffend. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass das ein Bugfix ist. Kaigas Assault Team Banner wurden nicht angezeigt, wenn man in den Optionen ancheckt hat, dass die Bannertitel nicht angezeigt werden sollen. Und ja, das ist natürlich nicht das Gleiche. Also wenn ich jetzt ein FEC-Titel display zum Beispiel
und jemand anders mag diese FEC-Titel nicht, die nehmen ihm zu viel Platz auf dem Bildschirm weg oder whatever, dann deaktiviert das. Aber ich persönlich habe mich ja immer, also ich habe immer gesagt, diese diese Teamnamen, die stören mich, weil dann sehe ich weniger vom Spiel. Wenn 10, 15, 20 Leute tot am Boden liegen bei Kai'Gar's Soul und dann noch 3, 4 Lebendige rumlaufen, ist es manchmal echt schwer zu erkennen, wer lebt jetzt eigentlich und wer ist tot und dann auch noch welches Team etc. Das wurde extrem unübersichtlich. Also vor allem auf dem FEC war das immer schlimm, wo wirklich auch 150 Leute da rumgelatscht sind. Auf Bodeng, ja gut, in letzter Zeit war es jetzt vielleicht nicht mehr so ein Problem, weil da nicht mehr so viel los ist in Kai'Gar's Soul. Aber trotzdem fand ich das eigentlich eine gute Änderung. Und jetzt sagen die hier, das ist ein Bugfix, dass es quasi wieder so ist wie vorher, wo es mich genervt hat. Also kannst du dir nicht ausdenken. Also, dass das nicht dazugehört, finde ich irgendwie komisch. Also sollte man ja selber entscheiden eigentlich, meiner Meinung nach. Aber gut, der Arena-Manager war aus irgendeinem Grund auf einen Channel verfügbar. Der sollte natürlich nur auf Channel 1 sein. Die PK-Arena ist nur auf Channel 1 verfügbar. Die Value-Sliders, also die Optionsregler von manchen Einstellungen, haben sich manchmal geresettet, wenn man das Game, oder nicht geresettet, aber gechanged, wenn man das Spiel neu gestartet hat. Mit dem Masquerade-Theme gab es wohl ein Problem mit den Buff-Icons, die nicht richtig, angelegt haben, whatever. Das gleiche gilt für die HP, FP, MP-Bars auf Mobile. Dann hat Couple Cheer irgendwie nicht richtig funktioniert, wenn einer geflogen ist, ein Couple-Partner und einer nicht. Und die Kowloon-Locations, wenn man Blinkwing of Madrigal benutzt, hatten irgendwelche fehlenden Images, Bilder, whatever, Vorschaubilder, wie auch immer man es nennt. Genau, das waren die allgemeinen Bugfixes. Balance Changes, Gale, wenn man die Increased Skill Duration benutzt, sollte jetzt auch ein proper Increased Tick Damage Duration haben. Keine Ahnung, muss ich ausprobieren, kann ich absolut nichts zu sagen, aber hört sich gut an. Last One Standing Damage Reduction hat irgendeine Synergie mit Pain Reflection, die wohl nicht richtig funktioniert hat. Genau. Harletings Greeting, ebenfalls, achso, nee, hier war es tatsächlich keine Fix, sondern hier war es, wurde reduced. War wohl zu stark. Achso, nee, doch, war auch die Incorrect Synergy, genau. Wusste ich es doch. Und der Undying Stack Count von Templar wurde reduced auf 3. Ich glaube, bisher waren es 5. Waren es 5? Not sure. Auf jeden Fall wurde es auf 3 reduziert, was auf jeden Fall auch schon ein guter, also kein guter, aber es ist ein Nerf. Es ist ein nicht unerwähnenswerter Nerf. Dann die Generate Changes. Added Synthesize Itemate Jewel and convert Itemate Jewel menus to Personal House NPC Clock. Die Quest-Items, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragment of Fragezeichen, bla bla bla. Irgendwelche neuen Quest-Items von Quests konnte man löschen. Normalerweise ist es so, wenn man ein Quest-Item zwingend braucht, um eine Quest weitermachen zu können, kann man sie nicht löschen. Das wurde jetzt nachgeholt. Ja, auch nicht so eine schöne Änderung. Die HP von mehreren Monstern in Kowloon wurde erhöht. Kann ich auch noch nicht genau sagen, um wie viel und welche Monster genau. Können wir uns noch anschauen im Detail. Aber das war etwas, was mir persönlich schon aufgefallen ist. Und nein, ich habe das nicht reported. Nein, ich habe nicht gesnitcht. Natürlich snitche ich nicht. Ich bin nicht bescheuert. Das schadet uns sehr ein, wenn die Monster mehr HP haben. Aber zugegebenermaßen, es war schon komisch. Ich finde es trotzdem schlecht, dass sie es geändert haben. Aber es war schon komisch, weil du hast Monster auf Level 160 irgendwas mit 800.000 irgendwas HP. Und dann hast du Monster, die sind über 10 Level höher und die haben immer noch 800.000 HP. Also zum Beispiel 820 war es 850.000. Die Monster sind aber 12 Level höher. Und zugegebenermaßen, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt schon der höchste Spieler, glaube ich, Level 186 ist. Also fast schon wieder Max-Level nach nur einer Woche. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall Schlechtheit für alle Leute, die jetzt nicht gelevelt haben. Die haben jetzt halt quasi einen Nachteil. Weil das Leveln wird jetzt halt langsamer gehen. Zumindest bei bestimmten Monstern. Aber vermutlich sind fast alle Monster davon betroffen, gehe ich jetzt mal davon aus. Und ja, das ist natürlich schon etwas, wo man sagen muss, ist jetzt eigentlich nicht so geil. Und ich frage mich halt, wie kommt man jetzt noch darauf? Also ich meine, dass das nicht während dem Testserver aufgefallen ist, ist auch wieder so eine Sache. Oder selbst wenn es nicht während dem Testserver wirklich aufgefallen ist, aber das hätte halt beim Update schon so sein müssen, jetzt die HP zu erhöhen. Und das Problem mit dem Damage und der Geschwindigkeit, also vor allem der Schaden wird stark kritisiert. Also gibt es auch schon Threads im Discord,
oder auch in dieser Liste von Kit 3 ist mit den Änderungen, an denen aktuell gearbeitet wird, wurde es auch erwähnt, dass die Monster zu viel Schaden machen. Das ist jetzt hier in diesem Patch leider überhaupt nicht drin. Also es ist tatsächlich noch ätzender geworden jetzt zu leveln. Nicht nur sind die Monster super schnell und super stark, jetzt haben sie auch noch mehr HP als gestern. Also keine Ahnung, es ist halt irgendwie nicht das, worauf man jetzt gewartet hat, ne? Dann gab es noch ein Problem, wenn man 200.000 von dem neuen Food, Open World Food oder Drop Food, Tuna-Sushi gegessen hat, dann gab es den Titel Sushi-Chef. Ja, den Titel gab es aber schon. Ich glaube, wenn man August getötet hat oder so. Und der wurde jetzt geändert zu Sojasauce, also Soy Sauce auf Englisch. Ja, außerdem hat endlich ein Achievement, wurde endlich das Achievement hinzugefügt, wenn man Anku tötet. Wobei hier steht jetzt tatsächlich nur God of Death Demonic Anku. Also gibt es für die anderen beiden dann, I guess, keins. Muss ich nochmal kurz nachschauen. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als würde es wirklich nur für den Demonic Anku zählen. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil den Boss gibt es ja 3-mal. Also es sollte meiner Meinung nach dann schon für alle gelten. Also ich meine, ja, das Ziel ist natürlich immer zu Demonic Anku zu kommen. Aber das heißt ja quasi, wenn du es mal nicht schaffst, aus welchen Gründen auch immer, und seien es Disconnects oder so, und ich meine, es ist nicht selten, dass jemand disconnected während dem Run und dann ist es ausgerechnet der Tank oder Ringmaster, sowas passiert halt, und dann wirst du doppelt bestraft, weil du dann auch den Bonus nicht bekommst. Also das muss ich sagen, das verstehe ich schon wieder nicht. Warum? Also warum dann nicht einfach gegen alle? Also hier steht, besiege diese Monster, um einen Schadensbonus gegen sie zu erhalten. Demonic Anku. Normalerweise steht hier Small Captain Giant. Hier steht Demonic Anku, nicht Blazing. Also, ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was man dazu schon wieder sagen soll. Fühlt sich schon wieder so ultra unnötig an. Weil derjenige, der es nicht zum Demonic schafft, wird ja eh schon bestraft. Und jetzt wirst du doppelt bestraft. Also, keine Ahnung. Ich meine, ja, man könnte behaupten, also, ja genau, so könnte man es sagen. Ja, du musst Demonic Anku töten für den Titel, aber er zählt dann trotzdem für alle vielleicht. Irgendwie so, also zumindest ein Kompromiss, aber das ist ja wirklich nur Demonic. Du schaffst dich zu Demonic, kriegst du keinen Schadensbonus und kannst das Achievement nicht pushen. Nur das Achievement nicht pushen zu können, könnte man auch sagen, naja gut, okay. Wenn man es halt nicht schafft, dann hat man, falls man es überhaupt schon mal geschafft hat, zumindest den kleinen Schadensbonus. Kann ihn halt nicht ausbauen. Irgendwie so, also keine Ahnung. Fühlt sich echt unnötig an. Und das Item Christmas Cookies wurde gerenamed zu Santas Cookie. Auch eine sehr dringende Änderung, definitiv. Ja, und wie gesagt, also von den Kernproblemen würde ich jetzt mal sagen, wurde genau eigentlich eins gelöst, sage ich mal. Also was jetzt wirklich eine breite Masse an Spielern betroffen hat. Skill-Sachen sind immer sehr selektiv. Ich meine, jemand, der kein Elementor spielt, interessiert sich ein Furz für Gale. Jemand, der kein Knight spielt, interessiert sich ein Furz für Last One Standing. Jemand, der kein Harlequin und vor allem kein PvP spielt. Also das ist alles extrem selektiv. Also klar waren das für Leute wahrscheinlich Probleme. Ja, aber jetzt sage ich mal wahrscheinlich nichts extrem Dringendes und nichts, was alle betrifft. Achievement-Titel für Anku. Darüber haben sich eigentlich alle aufgeregt, die Anku farmen wollten. Das ist etwas, was auf jeden Fall viele Leute betrifft. Aber wie gesagt, die Umsetzung ist jetzt schon auch wieder ein bisschen komisch. Und ja, die Bugfixes, muss ich ganz ehrlich sagen, also viele Sachen davon hören sich jetzt nicht wirklich an, als wäre es jetzt so ultra dringend gewesen. Also sowas wie hier zum Beispiel Couple Cheer, wenn einer auf dem Board ist und der andere nicht. Klar stört das beim Leveln natürlich, aber dann gehst du halt kurz vom Board, sag ich mal. Also ich meine, das hört sich jetzt auch nicht an, wie was jetzt so ultra dringend ist, kurz nach so einem Patch. Klar muss man natürlich dazu sagen, es wird wahrscheinlich laufend daran gearbeitet. Nächste Woche kommt der nächste Patch, der wird wahrscheinlich sogar noch größer sein, vermute ich mal oder so, keine Ahnung. Das wird jetzt laufend sein. Es ist immer noch so, dass nach dem Update viel mehr Patchnotes kommen als sonst. Tatsächlich kamen oftmals gar keine Patchnotes, also es ist ja auch oft einfach Serverwartung und es kommen nicht mal Patchnotes. Ist ja auch nicht selten. Tatsächlich ist es sogar relativ häufig in letzter Zeit passiert. Oder dieses Jahr schon, dass es keine wirklichen Patchnotes gab. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin der Meinung, dass es doch etwas, keine Ahnung, seicht. Ja? Und viele Sachen, und man muss jetzt halt bedenken, jetzt ist wieder Donnerstag, also ein extra Patch haben sie ja sowieso nicht geplant. Jetzt heißt es dann halt wieder eine Woche warten.
Also wenn irgendjemand mit irgendwas ein richtiges Problem hat, so, oh Mann, das ärgert mich, ich gehe online und ich ärgere mich darüber, so ungefähr, ne? Ja, damit musst du jetzt wahrscheinlich mindestens noch eine Woche leben, weil vermutlich kommt der nächste Patch erst nächste Woche. Und technisch gesehen sind Serverwartungen eigentlich nur alle 2 Wochen. Könnte es sogar im schlimmsten Fall 2 Wochen dauern. Also, just saying. Deswegen, ja, keine Ahnung. Wirklich fragwürdig, das Update an einem Donnerstag zu releasen. Ja, und da kein extra Patch, sage ich mal, nach dem Wochenende zumindest einzuplanen, wo man sowas schnell hotfixt oder wo man sowas schnell reinballert, wie das Anku Achievement. Das mit den Quest-Items wäre jetzt sowas, sag ich mal, eher dringenderes. Also viele Sachen hier sind überhaupt nicht dringend, würde ich jetzt sagen. Increased HP hätte man komplett rauslassen können. Das mit dem Titel, Namensänderungen, hier auch die Beschreibung von irgendeinem Item. Klar, ja, das sind Sachen, die muss man auch machen, keine Frage. Aber muss das jetzt wirklich als erstes sein? Ja, so, das ist halt das, was ich damit meine. Und die Sachen, die ja dringender waren, hätte man definitiv schon früher machen können. Und die Sachen, die nicht so dringend waren, hätte man definitiv auch später machen können. Aber gut. Jacke wie Hose, wir können es nicht ändern, wir stecken nicht drin, wir haben da kein Mitspracherecht, die Entwickler machen es, wie sie es denken, wie sie es für richtig halten oder wie es ihnen auch gesagt wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wird schon so sein irgendwie. Ja, also ich hoffe mal, wir kriegen da nächste Woche auf jeden Fall direkt den nächsten Patch, also ich hoffe wirklich, dass jetzt wöchentliche Patches kommen, 2 Wochen Wartezeit jetzt, so, momentan, solange es noch, sage ich mal, dringende Sachen gibt, die Leute nerven beim Spielen, denke ich, wäre schon fragwürdig. Ja. Fragwürdig und definitiv nicht gut. Und jo, dann sage ich, danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, diskutiert wird dann auf jeden Fall noch ausführlich im Stream. Und wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.